Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mazda News. Heute habe ich mal wieder richtig interessante Infos für euch, nämlich zum neuen Mazda CX-5 Modelljahr 2026. Und hier in diesem Video bekommt ihr von mir natürlich die wichtigsten Infos, wie zum Beispiel natürlich das neue Design, neue Motoren, neue Ausstattungsfeatures und noch ganz viel mehr. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon angekündigt, geht es in dieser Mazda News also um den neuen Mazda CX-5 Modelljahr 2026. Und wie man anhand des Jahres schon erkennen kann, das ist tatsächlich ein Fahrzeug, was 2026 auf den Markt kommen wird und nicht 2025 schon. Und ich versorge euch wie üblich natürlich hier mit den wichtigsten Informationen. Das heißt, wir haben eine kleine Präsentation für euch vorbereitet. Schaut gerne auch mal in die Videobeschreibung, da gibt es so eine Art Kapitelmarken. Wenn euch also bestimmte Themenbereiche nicht so sehr interessieren und andere dafür mehr, könnt ihr natürlich immer hin und her springen. Und sollte ich irgendwo zu schnell gewesen sein, dann drückt einfach auf Pause, dann könnt ihr euch das natürlich ganz in Ruhe auch anschauen. Und wir steigen gleich mal ein mit ein paar Fotos. Vielleicht habt ihr ja noch gar keine gesehen. Und bevor ich da loslege, noch ein kleiner Tipp am Rande. Es gibt tatsächlich auf YouTube schon einige Videos auch vom neuen Mazda CX-5 2026, direkt bei Mazda in so einem Designstudio, wo man eben schon bestimmten Journalisten das Fahrzeug gezeigt hat. Ist vielleicht auch ganz nett, das auch mal anzuschauen. Dann sieht man das vielleicht nochmal aus einer etwas anderen Perspektive als jetzt hier nur auf Bildern. Ich gehe allerdings nicht so sehr auf die Bilder ein, sondern dann hinterher viel mehr auf die Details, die ihr so in diesen Videos bisher noch nicht bekommen habt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, jetzt mal so ein paar Bilder für euch. Ihr seht hier schon mal im Hintergrund die erste Ansicht, so eine Fahransicht, und ich glaube, von vorne kann man schon mal die ersten großen Unterschiede feststellen, denn wir haben hier nicht nur ein Facelift wirklich, sondern eine komplette Neuentwicklung von Mazda, und ich zeige ihn euch einfach nochmal komplett von vorne. Und ich glaube, das Auffälligste ist erstmal die Lichtsignatur, die man sieht, dass die jetzt auf zwei Ebenen sich befindet. Ansonsten würde ich sagen, kann man das Auto definitiv von vorne auch als Mazda CX-5 erkennen, sieht aber schon, dass sich hier einiges verändert hat. Das Auffälligste ist vorne hier im unteren Bereich der Grill oder der Frontspoiler oder die Frontlippe, wie ich sie nennen möchte. Da ist dieser schwarze Bereich nochmal deutlich höher gezogen worden. Soll natürlich auch nochmal den SUV-Charakter des Fahrzeugs unterstreichen, das Auto ein bisschen sportlicher und aggressiver wirken lassen. Drehe ich das Auto ein bisschen zur Seite, sieht man in der Stoßstange jetzt hier aus dieser Perspektive so eine Art Sicke. Die kennen wir auch schon von anderen Mazda-Modellen, wie zum Beispiel bei Mazda 3 hatten wir die schon, hat man jetzt hier eingeführt, das neuere Design. Ich finde, es steht im Auto ganz gut, wirkt dadurch, wie gesagt, nochmal ein bisschen wie so ein Tier, wie so ein Tiger, der vielleicht gerade irgendwie sich konzentriert, auf irgendeinen Pirsch zu gehen. Ich blätter mal noch so ein bisschen weiter an die Seite. Hier sehen wir auch wieder diese Zweifarbigkeit, die wir bisher schon hatten. Das heißt, wir haben einmal die klassische Farbe von eurem Fahrzeug und dann gibt es noch solche Karosserie-Zierteile, nenne ich sie mal, also Radläufe unten an den Türen, so eine Art Schweller. Und die sind hier auch nochmal zweifarbig abgesetzt. Aber ich glaube, auch von der Seite ist es eindeutig als Mazda CX-5 zu erkennen. Es gibt tatsächlich nochmal einige Besonderheiten, die man hier gar nicht so sehen kann, wie das dann von der Größe ist, wie sich die Türen und so weiter verändert haben, komme ich gleich aber noch dazu. Ja, von hinten sieht man dann tatsächlich die größten Unterschiede auch nochmal ganz genau wie auch von vorne. Wir haben eine komplett neue Rückansicht, also neue Scheinwerfer mit einer neuen Lichtsignatur. Und auch hier, genau wie vorne, hat man im Endeffekt den unteren Bereich des Stoßfängers, der jetzt hier eben schwarz ist, deutlich höher bis zur Ladekante, dadurch auch wieder hier so ein bisschen der Geländewagencharakter rauskommt und das Ganze ein bisschen sportlicher und dynamischer aussieht. Hier nochmal von rechts hinten, dass ihr einfach mal alle Perspektiven gesehen habt. Und hier habe ich auch nochmal ein Bild von innen. Da hat sich auch wirklich ganz viel getan. Und hier nicht nur die Farbe, da achtet man natürlich im ersten Moment drauf, ist tatsächlich auch ein Novum. Da habe ich wirklich ganz viele Wünsche von euch auch auf YouTube bekommen, dass doch mal schön wäre, wenn man es da wieder mal eine andere Farbe anbietet. Also nicht nur die typischen Farben wie weiß und schwarz. Und tatsächlich ist Mazda jetzt immer weiter dabei, bei den Modellen auch besondere Lederfarben zu integrieren. Und hier kriegen jetzt eben so ein hellbraun mit dazu oder so ein beige, sollte man auch sagen. Also ich finde es eine richtig schicke Farbe, die eben nicht ganz so hell ist wie das Weiß und wirklich sehr edel mit so einem Fahrzeug in Kombination aussieht. Ihr seht auch schon ein sehr großes Display, aber das schauen wir uns dann gleich nochmal im Detail an. Vielleicht gucken wir mal so ein bisschen in die Wurzeln des Modells zurück. Wann kam dann eigentlich der allererste CX-5 auf den Markt? Das war 2011 und damals war das ein Novum. Das war also eine neue Modellgeneration. Man hatte das genannt Kodo-Design. Kodo steht japanisch für Herzschlag. Es wurde auch mal der Begriff Soul in Motion genannt und man hat das immer so ein bisschen verglichen wie zum Beispiel einen Tiger, der irgendwie gerade angespannt dasteht, bereit loszurennen und auf die Pirsch zu gehen.
Und genau diese Silhouette versuchte man auch hier bei diesem Design zu integrieren. Es ist jetzt natürlich schon etliche Jahre alt, man kann das, glaube ich, schon sehr gut erkennen, wenn man so ein bisschen die Lichtreflexion an der Seite sich anschaut, die offenen Augen des Scheinwerfers, die man hier versucht hat darzustellen. Und zwar damals ein extrem beliebtes Auto. Wir hatten auch eine neue Modellgeneration von Motoren, nannte sich dann Sky Active Antriebe. Das waren also unsere großvolumigen Motoren mit 2 Liter, 2,2 Liter, was damals schon unüblich war, die eben schon die Euro 6 Einstufung größtenteils geschafft hatten. Dann gab es 2016 dann das neuere, die zweite Generation, sozusagen ein großes Facelift. Ihr seht schon, da hat sich also einiges auch vom Design verändert, wurde nochmal ein bisschen aufgefrischt, moderner, das Infotainment-System. Also es war wirklich nach 5 Jahren dann doch schon ein größerer Sprung. Und dann gab es 2022 keine richtig neue Generation, das war dann tatsächlich eher so ein Facelift, neue Ausstattungslinien, frisches Interieur, vorne ein bisschen aufgefrischt. Das heißt, hier sieht man, geht die LED-Signatur schon in die Richtung, wie es jetzt gerade beim ganz neuen Modell auch der Fall ist, aber schon noch sehr stark angelehnt an der zweiten Generation. Ja, und jetzt sind wir eben in der dritten Generation von CX-5 und ihr könnt es, glaube ich, links, rechts auch ganz gut sehen, dass wir hier das bestehende Design einfach weiterentwickelt haben und noch ein bisschen vielleicht eleganter, ein bisschen maskuliner gemacht haben. Innen drin habt ihr gesehen, hat sich auch einiges geändert und genau wie beim Mazda 6e auch schon verfolgt Mazda jetzt bei den neuen Modellen ein neues Konzept, das nennt sich bei denen MAR. Hier versucht man also so eine Art Gefühl des offenen Raums zu erzeugen, dass wenn ihr euch ins Auto reinsetzt, dass ihr das Gefühl habt, ja, es öffnet sich für euch, ihr seid da nicht eingesperrt drin, aber trotzdem soll es um euch herum gebaut sein, sodass ihr alles in Griffposition habt, dass ihr immer das Gefühl habt, ihr habt alles unter Kontrolle. Das ist ja eben auch schon so eine Besonderheit bei Mazda gewesen, dass man sozusagen irgendwie sich in so eine Art Kokon gefühlt hat. Finde ich immer sehr gut gewesen. Jetzt allerdings ein bisschen luftiger vom Design, von der Wirkung her. Ja, und jetzt kommen wir natürlich auch mal zu den wichtigen Eckdaten für die Technikfreaks unter euch. Das ist natürlich immer der Motor. Da hat sich tatsächlich einiges getan. Es lag nicht daran, dass Mazda gesagt hat, ja, wir brauchen irgendwie für Deutschland mal was anderes, sondern es ist bedingt durch europäische Abgasnormen. Da hatten wir jetzt einen Wechsel von Euro 6e oder Euro 6D auf Euro 6e und da hat sich einiges getan, wurde sehr stark verschärft und dadurch konnten die bestehenden Motoren nicht mehr die neuen Abgasnormen erreichen. Zusätzlich befinden wir uns im Moment auch in einer Art Wechsel zu Euro 7, die ja ungefähr so bei 2027 eingeführt wird. Das heißt, hier war es sehr schwer für den Hersteller, die bestehenden Motoren noch so kurzfristig umzumodifizieren, dass man diese Euro 6e Normen haben und dann für Euro 7 dann wieder einen komplett neuen Motor zu entwickeln. Deswegen hat man sich entschieden, den bekannten 2,5 Liter Motor, den wir vorher schon hatten mit 192 PS, so zu modifizieren, dass er eben diesen Euro-Norm Euro 6e erreicht. Und zwar Euro 7 wird dann eben nochmal was anderes kommen. Das erzähle ich euch dann aber in ein paar Minuten. Gucken wir uns als allererstes mal so ein bisschen die Varianten an. Ihr habt jetzt, wie gesagt, hier diesen 2,5 Liter e-Sky Active und dieses E steht dafür, dass wir hier eine leichte Hybridisierung haben, also ein sogenannter Mazda Hybrid. Das bedeutet, wir haben einen kleinen Lithium-Akku drin, wir haben einen integrierten Startergenerator, also so eine Art Lichtmaschine, die gleichzeitig auch ein E-Antrieb ist. Die haben im Schnitt immer so eine Leistung von 5, 6 kW und helfen eben beim Anfahren, dass das Auto unterstützt wird, wie so einen kleinen Windschub sozusagen. Und das Auto kann natürlich beim Bremsen dann auch Energie rückgewinnen und dann diesen Lithium-Akku speichern. Diese Energie wird dann zum Beispiel eben wieder für die nächste Beschleunigung verwendet oder für die kompletten elektrischen Komponenten. Dadurch wird der Verbrauch entlastet. Der bekannte 2,5 Liter Motor wurde allerdings von der Leistung beschnitten. Das heißt, er hat jetzt nicht mehr die typischen 192 PS, sondern eben 141 PS. Und da wird es jetzt sicherlich einige von euch geben, die sagen, um Gottes Willen, 141 PS für so ein Auto, das reicht doch nie und nimmer aus. Das schauen wir uns gleich im nächsten Slide an, bevor ich euch jetzt hier noch ein bisschen was erzählt habe. Der Drehmoment liegt bei 238 Newtonmeter. Wir haben wie üblich bei Mazda einen Sauger, also keinen Turbomotor. Höchstgeschwindigkeit ist bei dem frontgetriebenen Fahrzeug auf der linken Seite, hier FWD steht für Frontrad, 187 km/h und das Allradgetriebene Fahrzeug mit 185 km/h. Besonderheit, beide Fahrzeuge werden nur mit Automatik angetrieben, es gibt kein Schaltgetriebe mehr. Beschleunigungswerte habe ich euch noch hingetan, knapp über 10 Sekunden. Und eine weitere Besonderheit ist nochmal die Anhängerlast. Besonderheit deshalb, weil eben auch Fahrzeuge in dieser Klasse, wo sie sehr groß sind, teilweise eben nicht ganz so hohe Anhängerlaste haben. Da gibt es also in der gleichen Leistungsklasse durchaus Fahrzeuge mit 1300, 1500, 1700 Kilo. Und Mazda hat das Auto allerdings auf 2 Tonnen ausgelegt, also da passt schon ein ordentlicher Anhänger an. Und ich hatte euch ja versprochen,
141 PS klingt im ersten Moment natürlich sehr, sehr wenig und ich vergleiche das immer auch gerne mit dem 165 PS Motor, den wir ja vorher hatten, der sehr, sehr beliebt bei euch war. Also wir haben, ich würde sagen, mindestens 50% mit 165 PS verkauft. Und deswegen habe ich jetzt mal Folgendes gemacht. Ich habe euch hier jetzt mal die Leistungs- und Drehmomentkurve des 2,5 Liter 141 PS Motors hingelegt. Das ist jetzt mal nett zu schauen, aber am besten ist das natürlich immer im Vergleich auch zu dem alten 2-Liter-Motor mit 165 PS. So, ich mache euch das mal auf. Ihr seht schon die roten Kurven, neuer Motor, die blauen Kurven, alter Motor. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Drehmoment an. Auf der linken Seite seht ihr, dass wir hier bei dem 2-Liter-Motor mit 165 PS diese hellblaue Kurve haben. Und hier ungefähr so bei 1000 Umdrehungen sieht man bereits, dass der großvolumige Motor hier trotz der geringeren Leistung ein deutlich besseres Drehmoment bietet. Also kann man eigentlich kontinuierlich sagen, dass hier im Alltagsbereich so bis ungefähr 4800 Umdrehungen rum der Motor eigentlich kontinuierlich mehr Leistung zur Verfügung stellt. Und hier kommt man dann in so einen Bereich, wo dann eben die Leistung gekappt wurde, also so ungefähr bei 4800, dann drüber hinaus, dann verliert er tatsächlich ein bisschen an Drehmoment. Aber im Alltagsbereich, so zum Schleunigen, zum Fahren auf der Autobahn, der Landstraße, da habt ihr eigentlich beim 2,5 Liter mit weniger PS deutlich mehr Drehmoment. Jetzt schauen wir uns mal die Leistungskurve an, da wiederholt sich das fast. Das heißt auch, selbst ob das Auto 20 oder 24 PS weniger besitzt, es hat eigentlich in dem typischen Bereich, den ich euch gerade schon genannt hatte, überall mehr Leistung. Das heißt, das Auto fährt tatsächlich spritziger und schneller als der 165 PS Motor, wenn er unterhalb von 4800 Umdrehungen bewegt wird. Wenn er das Auto natürlich quält bis zum roten Drehzahlbereich, wird dann der 165er ihn überholen, aber bis dahin hat auf jeden Fall der 2,5 Liter Motor den Vorsprung. Und genau genommen kann man es eigentlich so sagen, es ist eigentlich die Leistungskurve eines 192 PSers, der allerdings bei 5000, knapp 4900 Umdrehungen gekappt wurde. Also es fühlt sich eigentlich an wie 190 PS bis genau zu diesem Zeitpunkt. Wie gesagt, ansonsten wird dann ab 2027 vermutlich nochmal ein anderer Motor kommen. Details darf ich euch da im Moment noch nicht nennen. Das wird allerdings wirklich der letzte Motor sein, der noch, ich würde sagen, als reiner Benziner bezeichnet werden kann. Alles, was danach kommt, lässt sich technisch nicht mehr mit Euro 7 lösen vernünftig. Das heißt, da hätten wir eine deutlich stärkere Elektrifizierung. Wollt ihr also noch einen klassischen Benziner, dann ist das die richtige Wahl auf jeden Fall. So, gucken wir gleich mal uns die Abmessungen an. Da hatte ich ja auch schon gesagt oder angedeutet, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Und ich habe es euch hier mal versucht, so ein bisschen darzustellen. Die Länge ist jetzt mit 4,69 Meter angegeben. Wir sind ungefähr 11,5 cm länger als bisher. Und interessanterweise ist auch der Radstand exakt um die gleiche Länge gestiegen. Das heißt jetzt auch 11,5 cm mehr. Ein längerer Radstand ist natürlich immer klasse fürs Fahrverhalten, gerade auch mit dem Hängerbetrieb. Dadurch wird das Auto ruhiger, entspannter, reagiert weniger sensibel auf irgendwelche Ausbrechbewegungen oder Seitenwind. Das Fahrzeug ist auch ein bisschen breiter geworden, allerdings nur 1,5 cm und etwas höher 3 cm mehr. Und jetzt schauen wir uns das Ganze auch mal an, wie sich das dann im Innenraum auswirkt, denn diese Vergrößerungen sind also nicht nur irgendwie in die Karosserie reingeflossen, sondern man hat das eben ganz bewusst getan, um euch im Fahrzeug mehr Komfort, mehr Platz zu bieten. Fangen wir mal vorne an. Wir haben also insgesamt 10 mm mehr Schulterfreiheit. Das Auto ist ja 1,5 cm breiter geworden. Das heißt, ihr habt einfach ein bisschen mehr Platz, mehr Abstand zum Beifahrer. Die Beinfreiheit ist um 1,7 cm gestiegen. Das sind jetzt vielleicht kleine Werte im ersten Moment, aber wenn ihr dann im Auto sitzt, da ist das teilweise wirklich eine kleine Welt, in die man dann auch spürt, dass es eben ein bisschen bequemer ist, dass man die Beine ein bisschen besser ausstrecken kann. Hinten hat sich noch viel mehr getan. Da haben wir also eine Kopffreiheit von knapp 3 cm mehr hinten. Und das ist ja immer der Bereich, wo man tatsächlich bei uns Großgewachsenen immer das Gefühl hat, ach, da könnte man ein bisschen mehr vertragen. Das ist gut, 3 cm ist wirklich ein ganzes Stück. Und die Kniefreiheit sogar um 6 cm. Also das wird wirklich auch so sein, dass wenn ihr euch hinten reinsetzt, dass ihr richtig massig Platz habt. Ich habe sogar Bilder gesehen, da waren im Endeffekt Beine und noch ein Reisekoffer davor und man hat trotzdem noch halbwegs vernünftig in dem Auto sitzen können. Wir haben allerdings nicht nur im Passagierraum Größenverbesserungen, sondern auch ganz, ganz massive Verbesserungen im Kofferraum. Die schauen wir uns jetzt hier mal an. Ich arbeite mich mal von links so ein bisschen nach rechts vorbei. Wir haben jetzt ein Kofferraumvolumen von 583 Liter. Da ist jetzt in diesem Volumen auch der untere Kofferraumboden mit integriert. Den gab es allerdings vorher auch schon. Damit ihr mal so ein Gefühl habt, vorher hatten wir also 522 Liter. Also wirklich hier auch eine ordentliche Steigerung von knapp über 10%. Dann haben wir weiterhin unseren schönen flachen Ladeboden. Das natürlich super angenehm ist, wenn ihr irgendwie einen schweren Getränkekasten rein und raus buxieren müsst, dass ihr das nicht irgendwie über so eine Kante drüber heben wollt. Und apropos Kante,
Die ist jetzt tatsächlich noch mal ein ganzes Stückchen niedriger, damit ihr einfach schon mal wesentlich weniger Höhe überwinden müsst. Knappe 2 cm weniger Ladehöhe. Im Kofferraum selber, die Fläche ist von der Breite her gleich geblieben, allerdings ist sie von der Länge her oder von der Tiefe her größer geworden. Wir haben also mit normaler Sitzposition 4,5 cm mehr Tiefe, damit wir auf das Volumen kommen. Hatte die umgeklappt, haben wir fast 10 cm mehr Länge, sodass also wirklich auch große Gegenstände in das Fahrzeug reinpassen. Die Höhe hat sich auch noch ein bisschen erhöht, knapp 3 cm. Mazda hat auch uns ein paar Bilder zur Verfügung gestellt, wie man eben sieht, wie man zum Beispiel auch ein Fahrrad rückwärts reinstellen kann, mit Sattel noch drin, Vorderrad zwar ausgebaut, einfach hochkant reinfahren. Das soll jetzt mit dem neuen Auto auch möglich sein, was mit dem bisherigen CX-5 eben noch nicht ging. Die Heckklappenöffnung hat man auch für größere Personen jetzt noch ein bisschen weiter geöffnet, geht noch so ca. 2,5 cm Höhe auf. Und auch umgeklappt haben wir natürlich durch diese Verlängerung und durch diese höheren Kofferraumvolumen haben wir natürlich jetzt auch hier eine massive Steigerung vom Volumen auf insgesamt 2019 Liter und vorher waren es 1638. Also das ist wirklich eine richtige Hausnummer, was da passiert ist in dem Auto. Schauen wir uns nun noch mal das Cockpit ein bisschen näher an. Ihr hattet ja jetzt schon das erste Bild gesehen. Hier seht ihr es nochmal. Mazda geht im Moment auch bei anderen Modellen dazu über, hier dem Trend zu folgen, große Displays in der Mitte anzubieten, die euch viele Konfigurationsmöglichkeiten anbieten. Wir haben natürlich auch viele intelligente Sprachassistenten, Navigationssysteme. Das Ganze wird wesentlich aufwendiger und man hat einfach gemerkt, dass man mit dem normalen Drehrad, das man bisher verwendet hat, hier irgendwo an Grenzen kommt. Hätte man das Display kleiner, so wie bisher, müsste man ja irgendwie sich immer sehr, sehr weit vorbücken. Für meine Körpergröße war das immer ein bisschen unbequem, deswegen bin ich dann über dieses Drehrad gegangen. Und es soll zukünftig natürlich auch immer mehr über Sprachbedienung gehen, weil die Systeme immer intelligenter werden. Es gibt allerdings nicht nur dieses neue Display in der Mitte, sondern wir haben auch noch ein deutlich größeres Head-Up-Display. Kennen wir auch schon von den anderen Modellen wie CX-60 zum Beispiel. Das hat man jetzt hier in der gleichen Größe integriert. Wir haben jetzt ein voll digitales Tacho-Display mit 10,25 Zoll. Schauen wir uns gleich noch ein bisschen näher an. Und die induktive Ladeschale, die hatten wir natürlich schon. Die war vorne vor den Getränkefächern, hat man jetzt praktisch hinter den Schaltknopf getan, weil es dieses Drehrad nicht mehr gab. Und dann kann man jetzt natürlich vorne diese Fläche eher so ein bisschen als Ablage verwenden, was ich ganz praktisch finde. Da liegt auch ab und zu immer mal so ein bisschen mein Portemonnaie oder irgendwas anderes. Und das kann ich jetzt eben da schön verstauen, mein Handy trotzdem noch laden. Und jetzt habt ihr vielleicht, weil ihr aufgepasst habt, gesehen, es gibt zwei verschiedene Displaygrößen. Das eine ist das 15,6 Zoll, das ist unser größtes Display, das allerdings nur für die Humura Ausstattungslinie zur Verfügung steht. Und ich habe es euch mal versucht so ein bisschen darzustellen. In den anderen Ausstattungslinien gibt es ein 12,9 Zoll Display. Das ist trotzdem noch ein riesiges Display für so ein Fahrzeug. Aber man kann auch, wenn ihr vielleicht schon in den Videos ein bisschen reingeschaut habt, sehen, dass man die tatsächlich auch vom Fahrzeug, von eurer Sitzposition noch sehr gut bedienen kann. Also sind keine Panorama-Displays, wo man sich jetzt schwer tut, sondern wirklich, man kommt da noch sehr, sehr gut hin. Dann schauen wir uns natürlich hier auch nochmal im Detail so ein bisschen das Tacho-Layout an. Da habt ihr dann die Wahl von verschiedenen Designs, was ihr dann euch konfigurieren könnt. Hier sieht man auf der linken Seite schon mal Geschwindigkeit, Drehzahlmesser, auf der rechten Seite Tankstand und Verkehrszeichenerkennung kann man hier auf diesem Prototyp schon mal erkennen. Und wir haben noch richtige Lenkradtasten mit einem haptischen Feedback. Das war ja auch mal ein Wunsch von euch, dass wir da keine Soft-Tasten haben. Hier nochmal ein etwas besseres Bild von dem Infotainment-System. Mazda hat sich jetzt hier entschlossen, mit Google zusammenzuarbeiten. Das heißt, hier haben wir also so eine Art Google-Betriebssystem drauf, mit Apple Store, mit auch der Google Gemini, also dem Sprachassistenten, der natürlich dann eben nicht nur die Google-Funktion steuern kann, sondern natürlich auch das komplette Fahrzeug. Ihr seht hier unten dann auch die Klimaanlagensteuerung und natürlich auch diverse andere Sachen wie Musik- und Navigationssystem. Wir werden auch natürlich hier ein Live-Navigationssystem bekommen mit sogar eben Satellitenansicht, was es bisher noch nicht gab bei Mazda. Aber natürlich könntet ihr euch das System auch ein wenig konfigurieren. Zum Beispiel gibt es dann auch solche Widgets, das sind so kleine Dinger, wo man eben seine Favoriten hinterlegen kann und noch einiges mehr. Hier seht ihr auch mal die verfügbaren Außenfarben. Grundsätzlich bleibt sich der Mazda treu von den Farben, die auch bisher schon bekannt sind. Könnt ihr euch in Ruhe mal anklicken. Es wird noch eine neue Farbe geben, die es bisher bei Mazda noch nicht gab. Da darf ich leider noch nichts dazu sagen. Da seid ihr vielleicht noch mal ein bisschen geduldig in den nächsten Wochen oder Monaten. Da wird es sicherlich noch mal eine neue Information dazu geben. Aber es ist eine wirklich richtig, richtig schicke und mal eine besondere neue Farbe. Dann gibt es bei diesem Fahrzeug ja wirklich auch nochmal einen massiven Push, was das Thema angeht, Assistenzsysteme. Also wir haben einmal
bestehende Assistenzsysteme weiter optimiert, aber eine ganze Vielzahl von Assistenzsystemen neu hinzugefügt. Ich habe euch hier wirklich mal eine kleine Auswahl aufgelistet und da sind auch Assistenzsysteme dabei, die bisher noch bei keinem einzigen Mazda-Modell vorhanden sind, wird also der CX-5 erstmalig bekommen. Wir werden bei dem Auto einen Notbremsassistent vorne und hinten haben. Wir hatten sowas in der Art schon. Allerdings reagierte dieses System eben nur teilweise auf Fußgänger oder Autofahrer, das heißt mit Bilderkennung. Das neue Fahrzeug regelt das nun anders, dass es eben auch auf Betonwände reagieren kann. Und wir haben sogar einen sogenannten aktiven Ausweichassistent. Das müsst ihr euch so vorstellen. Ihr fahrt mit dem Fahrzeug durch die Stadt und auf einmal latscht jemand vor euch auf die Straße, der irgendwie gerade auf sein Handy schaut. Und dann würde das Auto durch eine Vollbremsung einleiten. Wenn ihr dabei eben auch eure Lenkbewegung macht, wird euch das Auto sozusagen diese Lenkbewegung durchassistieren, damit dieser Vorgang möglichst gut und sicher abläuft, das Auto nicht ins Schleudern gerät. Oder auch so eine typische Situation, ihr habt so eine Straße, einer kommt euch entgegen, ihr fahrt geradeaus und wollt links abbiegen. Da kann es ja schon mal so typisch sein, dass man vielleicht das entgegengekommene Fahrzeug nicht gesehen hat. Und wenn das Auto eben erkennt, hey, ihr biegt ab und da kommt einer entgegen, dann wird das Auto sozusagen versuchen, dem Schaden noch auszuweichen und eben nicht nur zu bremsen. Also wirklich ein richtig cooles System, was Mazda hier integriert hat. Dann haben wir noch die Querverkehrswarnung, die kennen wir schon bei dem ein oder anderen Mazda-Modell. Hier hat man also das jetzt nun auch vorne integriert. Bisher gab es das beim CX-5 nur hinten und jetzt auch mit Notbremssystemen. Müsst ihr euch einfach vereinfacht so vorstellen, ihr fahrt aus einer unübersichtlichen Parklücke zum Beispiel rückwärts raus. Meist können in der Kamera nicht richtig sehen, was da hinter euch los ist, gerade wenn es weiter weg ist. Deswegen braucht man so ein Querradar, der eben Fußgänger, Radfahrer und andere Autos erkennt, die selbst noch 50 oder 100 Meter entfernt sind, aber jetzt gleich bei eurem Auto sind. Wenn das Auto das registriert, bekommt ihr erstmal eine Warnung. Wenn ihr diese Warnung ignoriert und trotzdem aus der Parklücke rausfährt, wird das Auto rechtzeitig anhalten, damit es da nicht zu einem Unfall kommt. Und das gleiche habt ihr natürlich nach vorne bei unübersichtlichen Parklücken vorwärts rausfahren. Dann haben wir bisher schon in dem Auto ein Tote-Winkel-Warnsystem gehabt, das allerdings für Landstraßen, Autobahnen gedacht hat. Das heißt, wenn euch jemand überholt und ihr habt das nicht im Spiegel gesehen, man sagt auch toter Winkel dazu, oder aber es hat euch rechts jemand überholt und ihr habt das nicht bemerkt, dann habtet ihr schon eine Warnung bekommen. Und das neue System geht jetzt auch beim Stand. Also stellt euch vor, ihr seid irgendwie an einer Ampel oder fahrt in irgendeiner langsamen Straße und biegt eben rechts ab und dann pirscht sich von rechts irgendwie noch so ein Radfahrer ran. Das kann zum Beispiel auch irgendwie ein Radweg sein, den ihr so gar nicht so richtig gesehen habt oder der hat euch nicht bemerkt, dass ihr blinkt. Dann wird euch das Fahrzeug eben dann vor diesem Radfahrer jetzt auch noch warnen. Das war bisher eben auch noch nicht möglich. Neu hinzugekommen ist auch nochmal ein deutlich größeres und verbessertes 3D oder beton ein 360-Grad-Kamerasystem mit 3D-Ansicht. Die gab es tatsächlich bisher noch nicht. Das heißt, ihr könnt euch also dann das Auto aus allen Perspektiven, aus einer Art äußeren Perspektive anschauen und gucken, wie stehe ich denn da, was ist um mich herum. Und wir haben auch nochmal eine Besonderheit, es gibt diese sogenannte See-Through-View und es bedeutet also, euer Auto wird transparent dargestellt und bei dem Auto ist es tatsächlich auch so, dass ihr dann oben unter das Auto schauen könnt. Wie macht man das? Da gibt es dann keine Kamera unten drunter, sondern im Endeffekt speichert das Fahrzeug die Bilder, die es bisher empfangen hat und projiziert die dann ins Auto rein. Das ist immer besonders praktisch, wenn ihr über irgendwelche Schienen oder irgendwas fahrt und habt Angst, dass er da irgendwie schief reinkommt. Dann könnt ihr das natürlich gut auch hier nochmal sehen oder wenn er irgendwie im Gelände unterwegs ist, wenn da irgendwie ein Stein war, dass er da eben so ein bisschen aufpasst. Zusätzlich bekommt ihr auch noch eine Anhängeransicht speziell für die Rückfahrkamera, dass man eben unter den Kugelkopf ganz exakt fahren kann. Auf jeden Fall eine tolle Sache. Neu hinzugekommen ist auch nochmal ein verfeinerter adaptiver Tempomat. Den Abstandsradarsystem kannten wir schon. Der hat jetzt natürlich nochmal ein höheres Geschwindigkeitsspektrum, kann euch im Endeffekt auch das Lenken teilautonom schon abnehmen bis zu einem wesentlich höheren Geschwindigkeitsgrad. Bisher ging das immer so bis ca. 60 km/h, das geht jetzt deutlich schneller. Und wir haben auch noch eine sogenannte smarte Geschwindigkeitsanpassung. Das heißt, das Auto passt sich zum einen mal jetzt an die Verkehrszeichen an. Das heißt, ihr könnt einstellen, okay, es ist jetzt 130 auf der Autobahn, es kommt ein 100er Schild, dann fährt der Tempomat auch nur noch 100. Oder aber es kommt ein Stadtschild, es erkennt das Fahrzeug. Oder aber das Auto erkennt einen Kreisverkehr, ihr fahrt mit 100 drauf zu, dann bremst das Auto vor dem Kreisverkehr automatisch ab, damit ihr da eben schön drumherum kommt und mit Tempomat weiterfahren könnt. Also eine tolle Funktion, auch einmalig bisher. Dann gibt es einen sogenannten aktiven Spurwechselassistent und noch einen Nothalteassistent, der zum Beispiel eben bemerkt, wenn ihr jetzt irgendwie
bewusstlos geworden seid oder komplett eingeschlafen seid, dann wird das Auto angehalten, Wandblinkanlage eingeschaltet und so weiter und so fort. Und ich könnte euch zu diesem Thema noch ganz, ganz viel mehr erklären, aber dann würde das Video einfach zu lange dauern. Das soll euch hier einfach mal einen ersten Überblick verschaffen. Dann gibt es natürlich noch mehr Features, nicht nur Assistenzsysteme. Neu hinzugekommen beim CX-5 auch erstmalig vorhanden ist das sogenannte Panoramadach mit einem elektrischen Rollo, so wie wir es auch vom Mazda 6e kennen. Dann hier seht ihr hier nochmal die Ansicht von der neuen Kamera. Dann kann man sich das hier, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Hier dann eben diese durchsichtige Perspektive, hier dann die Möglichkeit von der Draufsicht und dann gibt es eben noch eine 3D-Ansicht. Und wir haben nochmal die neueste Generation von Bose Soundsystem in dem Fahrzeug. Und neu hinzugekommen ist jetzt hier auch nochmal eine Windgeräuschkompensation. Das gab es bisher auch noch nicht. Man versucht also die Windgeräusche aufzunehmen und durch Gegentöne zu reduzieren, sodass eben hier beim Fahren das ganze Geräusch im Fahrzeug nochmal deutlich leiser wird. Dann gibt es auch von euch gewünscht, endlich wieder bei diesem Fahrzeug eine Ambientebeleuchtung, diesmal auch farbig einstellbar. Das hatten wir nur bisher sehr, sehr dezent und in sehr kleinem Maß in weiß. Hier also beim neuen Modell mit dabei, natürlich noch weiterhin Wireless in Apple CarPlay und Android Auto. Aber ganz neu hinzugekommen durch die Integration von Google ist es jetzt nun auch möglich, in den Play Store reinzugehen und natürlich diverse Apps runterzuladen, die ihr gerne möchtet, die dafür taugen und natürlich auch Videostreaming zu nutzen. Das heißt, habt ihr irgendwo einen Stau oder eine Pause, seid also nicht unterwegs, dann könnt ihr hier natürlich auch Funktionen nutzen, die normalerweise nicht freigeschaltet waren. Sobald ihr natürlich fahrt, sind diese Videofunktionen allerdings deaktiviert. Kommen wir nun mal zu den Ausstattungslinien. Insgesamt stehen uns 4 Ausstattungslinien zur Verfügung. Wir starten wie üblich bei Mazda mit der Primeline-Ausstattung. Bei der Primeline-Ausstattung war es eher so, dass es doch eher, natürlich eher so basic war. Mazda hat jetzt den Level der Primeline-Ausstattung nochmal deutlich angehoben. Häufig waren da nur Klimaanlagen dabei. Jetzt ist bereits in der Grundausstattung eine 2-Zonen-Klimaautomatik integriert. Automatikgetriebe ist dabei, voll-LED-Scheinwerfer, auch schon mit Fernlichtassistent. Das 12,9 Display ist mit drin, also nicht irgendwie so eine kleine Version, sondern wirklich schon das größere Display, aber nicht das ganz große. Der adaptive Tempomat ist mit dabei, auch schon mit Stauassistenz. Ausparkhilfe hatte ich vorhin schon genannt. Die ganzen Assistenzsysteme, die ich größtenteils schon genannt hatte. Einparkhilfe vorne, hinten, Rückfahrkamera und auch 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Ich habe euch rechts mal so ein kleines Bild abgebildet. So wird das Auto dann im Endeffekt aussehen. Und wir schauen uns auch mal einen Blick nach innen. Hier seht ihr also die Sitze. Alles in schwarz gehalten, was mir hier auch auffällt und was von euch auch schon sehr häufig gewünscht wurde. Mazda verzichtet beim neuen Modell jetzt hier auf schwarz glänzende Strukturen, die dann doch eher so ein bisschen schnell verkratzen konnten. Und ich finde das Auto ist innen drin wirklich sehr, sehr schön, ruhig und wie Mazda es eben gesagt hat, also es wirkt offen und gleichzeitig auch irgendwie übersichtlich. Hier nochmal ein Blick von vorne. Ihr seht nochmal das normale Display. Ja, ich finde, das schaut alles sehr, sehr aufgeräumt aus. Man hat hier so ein bisschen eine Zweifarbigkeit drin, also nicht alles im gleichen Material. Und bin mal gespannt, wie das Auto natürlich dann in Live wirken wird. Kommen wir zur nächsthöheren Linie, Centerline. Und hier haben wir dann bereits auch schon eine Teilleder-Stoffkombination, wobei es sich hier um ein veganes Leder handelt, also ein künstliches Leder. Und wir haben jetzt dann auch in dieser Ausstellungslinie erstmalig schon das große Head-Up-Display mit dabei, Sitz- und Lenkradheizung sind mit drin und auch einen elektrisch einstellbaren Fahrersitz. Dann kommt auch die induktive Ladeschale noch mit dazu, abgedunkelte Scheiben, schlüsselloses Zugangssystem, eine elektrische Heckklappe und die 17 Zoll Felgen werden abgegradet zu 19 Zoll Felgen. Das sieht man hier auf der rechten Seite wieder ganz gut. Das ist dann so eine Art zweifarbiges Design, finde ich sehr, sehr schick und das schaut natürlich auf so einem Auto mit so großen Felgen schon mal ein bisschen besser aus. Ich glaube, das wird eine richtig interessante Ausstattungslinie. Die Centerline war bisher nicht so besonders beliebt. Die meisten haben eher die ganz hohen Ausstattungslinien gekauft. Aber ich glaube, mit den Features, die da angeboten werden, ist das auf jeden Fall wahrscheinlich eines der meistverkauften Versionen dann in Zukunft. Preise habe ich euch links hier übrigens hingeschrieben, habe ich ganz vergessen. Primeline lag bei 34,99 € und der Centerline beginnt bei 38,97 €. Da steht ein Ab, weil das Auto gibt es jetzt dann ab der Centerline im Endeffekt auch schon mit mit Allrad zur Verfügung. Auch hier werfen wir mal einen Blick rein in das Teilleder. Ihr seht es schon, hier haben wir die Lederapplikationen auf den Bereichen, auf denen ihr tatsächlich sitzt, haben wir Stoff. Das ist natürlich sehr angenehm, gerade im Winter ist es eben angenehmer, der Stoff passt sich besser an die Körpertemperatur an, man rutscht nicht so sehr, man schwitzt nicht so sehr und es schaut trotzdem edel aus. Ich finde, dadurch wirkt das Auto nochmal ein bisschen luftiger, wenn man so eine Teillederausstattung besitzt. Hier nochmal der Blick nach vorne, da hat sich also jetzt nicht so viel verändert. Von den Dekorelementen kann man da zum Primeline nicht besonders viel hier erkennen. Kommen wir nun zum Exclusive Line. Wir sind also nun in der dritten Stufe.
beginnt ab 40.890 Euro. Was haben wir denn mehr? Wir haben jetzt eine Auswahl der Lederfarbe, das heißt, ihr hattet bisher nur Schwarz und Teilleder mit Centerline. Jetzt könnt ihr auch noch eine etwas hellere Farbe auswählen. Ansonsten kommt jetzt in dieser Ausstellungslinie auch schon das Bose Soundsystem mit dazu, die 360-Grad-Kamera mit der neuen Unterbodenansicht und dieser 3D-Ansicht. Und auch der Beifahrersitz wird jetzt nun elektrisch verstellbar sein. Sitzheizung für die Rücksitze kommt noch dazu. Wenn also häufiger mal jemand hinsitzt, ist das echt eine schöne Sache. Hinten, die bekommen dann auch USB-C-Ladeanschlüsse noch dazu. Und es gäbe theoretisch ab dieser Ausstellungslinie auch noch die Möglichkeit, das Panoramadach hinzuzufügen. Also das ist, glaube ich, dann für die, die wirklich so fast schon maximale Ausstattung wollen, eine tolle Sache. Schauen wir uns auch hier an. Ihr seht schon im Vergleich zum Centerline schaut das hier sehr, sehr ähnlich aus. Display hat die gleiche Größe. Und hier seht ihr mal die zweite Farbkombination, finde ich auch sehr schick. Ist nicht ganz so hell, wie wenn man es erst komplett machen würde. Und das lockert nochmal so ein bisschen das Interieur auf. Das wäre, glaube ich, somit meine Lieblingsvariante im Moment. Dann hier mal der Blick nach vorne. Da zieht sich dann im Endeffekt so ein heller Bogen durch. Finde ich auch sehr schön. Ich schaue mal ganz kurz mir nochmal die Dachhimmel an. Schaut im Moment so aus, als wenn es bei beiden Versionen ein heller Dachhimmel wäre. Bin mir allerdings nicht immer 100% sicher bei diesen Konfiguratorfotos. So, jetzt kommen wir mal zum Homura. Das ist die höchste Ausstellungslinie, die jetzt aktuell dann angeboten wird. Die Version Takumi wird jetzt hier nicht beim CX-5 weitergeführt. Da haben wir dann die Möglichkeit aus zwei Echtlederfarben, sowohl komplett schwarz als auch komplett beige. Das eine hattet ihr gerade schon gesehen gehabt auf dem Anfangsfoto. Wir haben dann hier bei dieser Version erstmalig Matrix-LED-Scheinwerfer drin. Das bedeutet also, dass das Auto nicht nur einen Lichtstrahl pro Scheinwerfer auswirft, sondern eben viele kleine Segmente, die einzeln gesteuert werden können. Und mit diesen Matrix-LED-Scheinwerfern könnt ihr praktisch permanent mit Fernlicht fahren und der Verkehr, der euch entgegenkommt oder vor euch fährt, wird im Endeffekt einzeln ausgeschnitten und abgeblendet. Dann bekommen wir mit den Ledersitzen zusammen auch noch die Sitzbelüftung mit dazu. Das große Display ist nun an Bord, genauso wie auch die siebenfarbige Ambientebeleuchtung. Die elektrische Heckklappe hatten wir vorher schon, jetzt bekommt sie allerdings diese sogenannte Hands-Free-Steuerung. Das heißt, ihr könnt also mit einer Fußbewegung, auch wenn ihr noch die Taschen in der Hand habt, die Heckklappe öffnen. Die Alufelgen werden nur nicht zweifarbig, sondern komplett schwarz sein. Da bleibt man sich der Homura-Linie so ein bisschen treu. Und die Seitenelemente sind dann auch schwarz glänzend. Das kann man, glaube ich, hier in der Seite nicht ganz so gut erkennen. Aber das erste Bild, was ich euch gezeigt hatte am Anfang, das war so ein Homura-Modell. Das wird, glaube ich, auch nochmal für diejenigen, die eine schöne sportliche Optik wollen, ein sehr, sehr interessantes Modell. Und hier könnt ihr natürlich auch nochmal das Panoramadach dazu buchen. Homura-Version liegt dann bei 44.090. Wie gesagt, automatisch immer dabei, auch Ledersitze. Gucken wir uns gleich mal an, wie wirkt das Ganze. Hier seht ihr mal die zwei Farben von der Seitenansicht kurz, gucken wir uns im Detail nochmal an. Hier auch wieder, allerdings diesmal Vollleder, das ist auf dem Bild vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen, also wirklich komplettes Leder hier. Natürlich auch mit kleinen Löchern drin, damit man diese Sitzbelüftung auch nutzen kann. Und hier seht ihr jetzt das große Display, geht noch ein bisschen breiter nach drüben, damit man diese Fläche untergebracht hat. Gerade für die interessant, die eben gerne mit so einem Display arbeiten und dann einfach das Maximale an so einem Auto auch nutzen wollen. Hier nochmal die Zweifarbigkeit, das heißt, es ist keine komplette Kombination. Die Rückseite der Sitze ist immer schwarzes Leder. Ich finde das wirklich sehr schick, wenn man das immer so ein bisschen kombiniert. Ich schaue gerade nochmal nach dem Dachhimmel. Auch hier haben wir einen hellen Dachhimmel bei dem Fahrzeug. Und hier nochmal die Vorderansicht. Da sieht man mal, wie sich dieses Band wieder zur Seite spannt. Also ich glaube, das wird auch eine ganz, ganz beliebte Version bei euch werden. Schauen wir uns das Ganze nochmal hier in einer Übersicht an, dass ihr da vielleicht das ein bisschen besser umreißen könnt. Wir starten also in der Primeline, die wird allerdings nur als Zweirad angetriebenes Modell angeboten. Wie gesagt, immer mit Automatik, mit Stoffsitzen. Da liegen wir eben bei diesen 34,99 €. Ab der Centerline habt ihr die Wahl zwischen Frontrad und Allrad, genauso beim Exclusive und beim Homura. Und hier seht ihr nochmal die Kombination. Die ganzen Farben ist es so, dass die unterschiedliche Preise teilweise haben. Es gibt eine Farbe, die ist komplett kostenlos, das ist rein weiß. Dann gibt es die Standard-Metallic-Farben. Die Premium-Metallic-Farben sind so Sachen wie Matrix-Grau zum Beispiel, die sind dann so Perleffekt. Und die teuerste Farbe ist das bekannte Mazda-Rot, weil es eben sehr, sehr aufwendig von der Lackierung und auch von der Struktur ist. Das Panoramadach liegt dann bei 1.500 €. Und wir gucken uns natürlich auch mal so ein bisschen das Thema Zubehör an. Wir sind jetzt natürlich noch am Anfang. Das Auto ist ja noch nicht offiziell vorgestellt, aber es gibt schon ein paar Informationen. Neu ist auf jeden Fall, dass wir eine komplett auch voll elektrische Anhängerkupplung bei diesem Auto bekommen werden. Bisher war es so, dass wir eine teilelektrische hatten oder beziehungsweise man musste noch so einen Zug, also wie so einen Seilzug ziehen. Das hat man jetzt hier nochmal deutlich verbessert. Also da wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr einfach im Display dann
drauf drückt und dann öffnet sich die Anhängerkupplung vollautomatisch. Ihr müsst nichts mehr mit dem Fuß oder mit der Hand einrasten und dann wird sie wahrscheinlich auch wieder auf Knopfdruck eingehen. Dann gibt es zum Beispiel die typischen Lastenträger, wenn ihr noch irgendwas auf Dach packen wollt. Natürlich auch so Türprojektoren, das ist ein kleines Gimmick für Fans, dass ihr die Tür aufmacht, dass er halt den Boden ausleuchtet mit Mazda-Logo. Oder wenn ihr zum Beispiel eben einen Hund im Fahrzeug mit transportieren wollt oder ganz hoch das Gepäck stapelt, dann wäre es notwendig, hier vielleicht so ein Gepäckgitter noch zusätzlich einzubauen. Ja, ansonsten für alle, die jetzt sagen, tolles Auto, wann gibt es denn das endlich? Wann kann ich es anschauen? Wann kann ich es Probe fahren? Im Moment sind die Autos schon konfigurierbar und bestellbar. Allerdings werden wahrscheinlich die ersten Modelle so voraussichtlich im Februar, Ende Februar kommen. Ganz genau ist es immer nicht so abzuschätzen, aber das ist so meine Vermutung. Also plant vielleicht eher sicherheitshalber mal mit März. Ja, und für alle, die vielleicht gerade noch einen CX-5 fahren, der so ein bisschen sich schon im Leasing-Auslauf oder so befindet, könnt ihr euch natürlich gerne mal bei eurem Mazda-Händler schon ein Angebot rechnen lassen. Da gibt es tatsächlich nochmal so ein kleines Highlight, so ein Aktionsangebot für alle, die ganz früh dabei sind, wo man nochmal einiges sparen kann. Wie gesagt, geht da einfach mal zu eurem Mazda-Händler hin. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier in diesem Video natürlich mal wieder mit den wichtigsten Informationen versorgen, sodass ihr euch ein besseres Bild machen könnt und vielleicht auch ein paar Informationen dabei waren, die ihr so online nicht so einfach finden konntet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen von euch nach oben. Habt ihr irgendwelche Fragen zum neuen Modell, packt es wie immer in die Kommentare unten rein. Versuche ich natürlich immer so schnell wie möglich zu antworten. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann kriegt ihr immer eine neue Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und dann bedanke ich mich im Endeffekt fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.